grüße euch, guten Tag, ja oder was geht, hier ist der Tobi, wir sind zurück bei Pro Evolution Soccer 2016. Nach der Blamage auf der internationalen Bühne gegen Belenenses heute muss dann in der Folge eine Reaktion gezeigt werden von Werder Bremen gegen den VfB Stuttgart. Schauen wir mal, Angebot als Trainer, TSG 1899 Hoffenheim. Nee, wir bleiben bei Werder. Aber sowas von, so. Und irgendwie, da muss heute was passieren. Da muss heute was passieren. So, und wir werden heute mal Junusovic draußen lassen. Junusovic wird nicht anfangen für ihn. Lassen wir mal Öztunali spielen und auch Berkes wird nicht anfangen für ihn. Arons, der wechselt die Seite mit Miralasch. Also ein paar kleine Änderungen im Spiel der Bremer. Aber ich denke mal, damit können wir es angehen. Haben wir auch ein Heimspiel. Also in der Europa League ist ja jetzt so, Belenenses 9, Bremen 9, Lyon 4. Nitzalowskis, die sind raus, mehr oder weniger. Und Bremen muss also jetzt, ja, noch ein Spiel mindestens gewinnen der Europa League. Und hier in der Bundesliga muss man jetzt aber auch ein bisschen wieder an Boden gewinnen. Denn, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass man da so aktuell sehr zufrieden ist. Und heute geht es also gegen den VfB Stuttgart. Man muss eine Reaktion zeigen, das habe ich gerade schon gesagt. Und ich bin gespannt, ob man die zeigen wird. Also Werder Bremen in grün-weiß von links nach rechts. Rein geht's in die Partie. Was kann Werder Bremen uns heute bieten? Denn das, was wir in der Europa League gesehen haben, bei diesem 6:2, das kann es ja nun wirklich nicht gewesen sein. Und ich denke mal, wir sind uns da alle einig. Werder kann hier mehr. Oh, der Freistoß wird gepfiffen. Bin ich eigentlich der Meinung, dass hier der Ball gespielt wird? Na, okay. Na, auch natürlich der Mann, der da ein bisschen was abkriegt, aber okay, kann man pfeifen. Gibt aber ja noch keine gelbe Karte, dafür ist es, denke ich mal, zu früh in dieser Partie. Kostic, der eigentlich laufstark ist, aber den kriegt selbst er nicht. Und wir sind auch mal gespannt, was Öztunali heute zeigen kann. Miralasch ist heute mal auf dem anderen Flügel unterwegs. Fokir macht das ganz souverän. Gaves mit Westergaard und Garcia. Das Hauptproblem gegen Lyon war ja wirklich, dass man auch eine sehr miserable Passquote hatte. Muss man heute besser machen. Oh, Miralasch. Verspringt der Ball, technischer Fehler. Vorteil für Stuttgart. Das war kein Foul, da gibt es auch keinen Vorteil jetzt mehr. Der Ball auf Divock Origi, der den direkt mit dem Kopf nehmen will, muss da vielleicht auch machen. Trotzdem gute Gelegenheit, auch wenn es vielleicht hätte gefährlicher werden können. Also Bremen mit der ersten wirklichen Torchance in diesem Spiel. Fokir. Arons, der heute auch mal von Anfang an darf. Öztunali. 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 Warum nicht? Tyton wird geprüft. Doppelpass. Daniel Schwab ist jetzt auf der Außenbahn unterwegs. Bringt er die Flanke? Bringt er nur indirekt? Und das ist eventuell eine Konterchance für Werder. Arons kommt eigentlich nicht richtig in Tritt dort. Hat dort auch einen etwas merkwürdigen Laufweg gerade eingeschlagen. Deswegen können die Bremer da gerade erstmal nichts draus machen. Harnik behagt von Felix Groß. Ist dann gezwungen, den Ball zurückzuspielen. Schöner Seitenwechsel auf Kostic. Der ist Fokir da mal komplett weggezogen. Und dann ist Wiedwald da.
Also für Kehrt, da hat er gerade mal das Laufduell gegen Kostic verloren. Also Kostic ist ein schneller Mann. Das wissen wir. So, jetzt hat Volkier mal den Ball. Und jetzt er im Laufduell gegen die VfB-Defensive. Gibt's den Eckball? Gibt's nicht. Groß. Da ist Miralasch. Da ist Origi, aber der wird ganz stark verteidigt. Wird da rausgedrängt. Miralasch, das war kein Foul. Öztunali. Mit Arons, die Flanke. Wer kommt da? Erstmal keiner. Nochmal Miralasch. Aber bei abgefälscht kein Foul. Schiedsrichter großzügig, lässt da viel laufen. Miralasch, Tüto! Und dann der Nachschuss von Arons. Also Werder Bremen mit der nächsten guten Gelegenheit. Kevin Miralasch will den da ins lange Eck zirkeln. Und dann Arons mit dem Nachschuss trifft ihn aber nicht. Perfekt, Ball geht nicht aufs Tor. Also nach ein bisschen mehr als einer halben Stunde weiter. 0:0. Bremen macht hier aber den etwas besseren Eindruck. Wir müssen halt sehen, wie es über die Distanz dann wird. Denn wir dürfen nicht vergessen, Bremen hat hier noch die Europa League in den Knochen. Haben sie, aber das muss ja nichts heißen. Origi. VfB-Defensive sieht da nicht ganz so stabil aus. Den Eindruck gewinnt man hier. Und nach vorne bisher auch noch nicht die geballte Offensivkraft von den Schwaben. Aber was nicht ist, das kann ja noch werden. Harnik. Dann Westergaard. Jetzt der Ball vorne auf Arons. Kriegt er den? Teuton ist vorher da. Mit einem ganz weiten Abwurf bringt er den Ball da jetzt nach vorne. Aber den haben die Bremer wieder. Trotzdem auch das Spiel nach vorne noch ein bisschen von zu vielen Ungenauigkeiten geprägt. Aber jetzt vielleicht mal Arons. Arons mit der Chance. Und das ist denkbar knapp. Das ist denkbar knapp. Also mittlerweile muss man sagen, muss Werder ja eigentlich führen. Boah, da fehlt ein Hauch. Also ja, Werder hat die Chancen zum 1:0, aber nutzt sie nicht. Galvez. Aber auch das nach vorne nicht sehr gut. Also, man muss sagen, das, was die Bremer nach vorne machen, ist jetzt gar nicht mal so unfassbar bestechend Weltklasse. Aber es reicht bisher gegen diese Stuttgarter, um dominant zu sein. Es reicht aber noch nicht zur 1:0-Führung. Und damit geht es in die Halbzeit. 0:0 zwischen Werder und Stuttgart. Ja, also, wenn wir das sehen, 5:0 Schüsse. Da sehen wir, wer hier eigentlich am Drücker ist. Gehen wir in die zweite Hälfte. Und dann gucken wir mal, ob Bremen das jetzt besser macht. Oder ob vielleicht auch Stuttgart hier zurück in die Partie kommt. Westergaard, das war wichtig. Öztunali, der hier, finde ich, ein gutes Spiel macht. Ja, macht er. Und der Ball auf Origi ist nicht schlecht. Das wird gerade so verteidigt und es gibt Einwurf. Werder, wir machen da weiter, wo in Hälfte 1 aufgehört wurde. Arons, dem verspringt der Ball leider. Die Flanke wäre gar nicht mal schlecht gewesen. So gibt's Abstoß. Westergaard ein bisschen überhastet, wie er den Ball dann nach vorne bringen will. Arons mit Origi. Origi, na das lässt er sich nehmen, wenn er so frei zum Abschluss kommen darf. Na warum denn nicht? 1:0 Werder Bremen, Divock Origi, und das war ganz fürchterlich verteidigt von den Schwaben. Also das gucken wir uns hier nochmal an. Da ist Öztunali, der den Ball dann auf Arons spielt. Dann Origi, und jetzt guckt euch bitte an, was der für einen Platz geschenkt bekommt. Na, dann schieße ich doch als Stürmer. Dann schieße ich doch. Und dann bringe ich das Ding ins Netz. 1:0 Werder. Durch den Mann, der
zu Saisonbeginn aus Liverpool gekommen ist. Divock Origi. Und ich denke mal, das geht in Ordnung. Also, wenn wir da gerade mal an die Torschüsse denken, ja, da war Bremen aber mal ganz klar überlegen. So, und jetzt fängt sie auch noch an zu schütten wie aus Eimern. Regen setzt ein im Weserstadion. Ecke. Jetzt zu Nali. Die ist nicht schlecht. So, jetzt der Vorwärtsgang der Stuttgarter. Jetzt hätten sie mal hier eine Art Konterchance. Kehrt greift da ein. Eigentlich kann man da gelb geben. Denn das war eigentlich schon ein taktisches Foul. Ja. Und im Regen von Bremen gibt es hier den gelben Karton für Kehrt, unseren Rechtsverteidiger. Schiedsrichter winkt das medizinische Personal für Philipp Kostic rein. Hoffen wir mal, dass er sich da nicht weiter verletzt hat. Sah jetzt nicht dramatisch aus, war aber ein taktisches Foul. Von daher geht diese gelbe Karte hier in Ordnung. Kostic wird behandelt. Stuttgart im Moment nur zu 10. Aber nach vorne. Auf Gentner ist zu planlos. Und das Wort fasst, glaube ich, das Stuttgarter Spiel hier ganz gut zusammen. Planlos. Den fehlt da irgendwie komplett die Linie. Und Bremen, ja, kann hier eigentlich, oder muss eigentlich aufs Zweite gehen, damit hier nichts mehr anbrennt. Kostic ist wieder in der Partie. Ganz stark, Felix Groß. Holt sich den Ball zurück und jetzt geht's nach vorne. Groß. Sehr gut gesehen, dass Aarons da frei steht. Immer noch Aarons. Oh, will den Tunnel da wahrscheinlich bringen oder so. Das war eigentlich nicht nötig. Aarons. Noch einmal. Dann hätte er ganz simpel in den Rückraum legen können für Divock Origi. Einwurf für Werder. Ja, wo sind die Spieler, die er anwerfen kann? Weiter Einwurf auf Origi. Miralasch. Stuttgart wackelt. Also passend zum Wetter, die schwimmen. Und Bremen muss hier eigentlich einfach das Zweite versuchen zu machen. Jetzt vielleicht Miralasch. Garcia, Flanke. Da ist Aarons. Ist halt ein bisschen klein gewachsen. Noch ist die Tür nicht zu. Also Stuttgart hat hier noch eine Chance. Bremen versäumt bisher, das zweite Tor zu machen. Ottesen kommt für Luschek. Die kann das Kopfballduell gegen Westergaard nicht gewinnen. Der mit dem langen Ball. Die einfache Körpertäuschung. Das Harnik aber war im Abseits. Ich wollte doch schon sagen. Ja, aber ganz eindeutig. Guten Meter. Das war für den Assistenten, denke ich mal, ganz gut zu sehen. Ist aber eine relativ faire Partie, gerade wo wir diese Foul-Statistik hier eingeblendet bekommen. Origi legt sich da auf den Ball. Weiß ich jetzt nicht, ob das ganz rechtens war. Origi, Miralasch. Oh, der verschätzt sich, weil der Ball da auf dem Boden ein bisschen schneller wird. Tyton ist da. Eieiei, also Bremen hat jetzt also wirklich die Chancen zum 2-0 gehabt. So, und jetzt, oh, Origi, ist das traumhaft. Im Zusammenspiel mit Aarons, das ist das 2-0, das ist die Entscheidung. In dieser Partie, Divock Origi. Boah, und das war eine super Vorlage von Aarons und wie er den dann mit dem Kopf über den Keeper lupft. Ja, Träumchen. Gucken wir nochmal. Aarons bekommt hier den Ball und das ist ein meisterhafter Geniestreich. Von beiden.
Also einmal wie Aarons jetzt hier diesen Pass spielt. Ganz gefühlvoll mit dem rechten Außenriss auf Origi und der sieht, dass Tütern rauskommt und den lupft er rein mit dem Kopf. 2:0 Werder Bremen macht dieses wichtige Tor. So, und damit wäre es das eigentlich für die Stuttgarter soweit gewesen. Denn ich fürchte, die werden sich davon nicht erholen. Dieses 2:0, das ist tiefenwirksam. Und eigentlich glaube ich, dass die Bremer damit arbeiten können. Tor zählt nicht. Abseits. Puh. Ja. Richtig gesehen. Aber um Haaresbreite. Das war nicht so eindeutig wie vorhin das Ding mit Harnik. Aber abseits, es bleibt beim 2:0. Also Bremen muss trotzdem weiter aufpassen hinten. Man darf sich jetzt nicht ausruhen. Das ist eigentlich klar. Das wird nämlich dann eiskalt bestraft. Rupp. Super Tackling wieder von Felix Groß, der heute ein richtig gutes Spiel macht. Aarons, schade, ein bisschen zu weit. Origi wollte sich da revanchieren. So, 5 Minuten noch. Eigentlich muss Bremen das jetzt hier ganz solide runterspielen. Können wir mal ganz schnell wechseln. Jetzt Tunali hat ein gutes Spiel gemacht. Und auch Origi können wir rausnehmen. So. Schwab. Ja, gibt den Freistoß. Wechsel auch bei Bremen jetzt also. So, Westergaard muss den rausköpfen. Muss den rausköpfen. Boah, was ist das denn für ein meisterhaftes Ding? Servuuuuuuuuus mit der Hacke. Und dann die Davi. Der Anschluss für Stuttgart. Weil Westergaard dieses Kopfballduell nicht gewinnt. Und dann Servuuuuuuuus und das jetzt hier. Das musst du erstmal machen. Das musst du erstmal so machen. Und dann die Davi. Anschlusstreffer für Stuttgart. Bremen wird doch jetzt hier nicht nochmal wackeln. 2 Minuten. Muss Grün-Weiß hier noch überstehen. Ohne dass Stuttgart hier Schaden anrichtet. Aarons. Geht den Weg zur Eckfahne. 4 Minuten. 4 Minuten. Verkehr. Wieder mit Aarons. Und wieder Verkehr. Ja, tut mir leid. Ich muss jetzt hier ein bisschen die Zeit von der Uhr nehmen. Wieder Aarons. Die Flanke. Ucha kommt nicht mehr hin. Verkehr ist aber nochmal da. Die. Und das war ein unfassbar wichtiges Tackling von Junusovic. Und dann wird Aarons da noch umgesetzt und jetzt muss er es abpfeifen. Und Bremen gewinnt gegen Stuttgart mit 2:1. Ganz wichtig. Ganz, ganz wichtiger Sieg für Werder. Puh. 3 Punkte, die hier im Weserstadion bleiben. Ich denke aber, alles in allem ist das verdient, oder? Also, ja, Bremen war da eigentlich die bessere Mannschaft, die jetzt auch im Endeffekt dann gewonnen hat. Wir gucken mal auf die anderen Ergebnisse. So, Dortmund hat 3:0 gewonnen, Schalke Darmstadt 0:0, Wolfsburg Hannover 0:0, Ingolstadt gewinnt gegen den HSV. Eintracht Frankfurt schlägt die so mächtigen Bayern mit 1:0. Das ist ja auch mal ein Zeichen. Was heißt das für die Tabelle, dass Bremen auf Platz 3 vorrutscht? Das ist ganz wichtig. Die Bayern, ja, mit der ersten Niederlage in dieser Saison am 9. Spieltag. Okay, wir haben 2 Punkte Rückstand auf die Bayern, aber natürlich hinter uns, ihr seht es, das ist unfassbar eng. Also, wir müssen uns da mal jetzt ganz deutlich vor Augen führen. Borussia Dortmund ist 7. mit 3 Punkten Rückstand. Und die Dortmunder sind 7. auch Ingolstadt. Das sind 4 Punkte bis zu Platz 9. Wenn ich da jetzt auch noch gerade mal auf die Kölner gucke. Das ist eng. Das ist alles eng. Wenn ich sehe, zwischen Platz 1 und 10 liegen 7 Punkte. Ja. Also, das hat schon ein bisschen was zu heißen. Alles eng hier. Wolfsburg aktuell Tabellenletzter.
Also die Bundesliga als Leistungsgesellschaft hier, da geht's wirklich rund. So. Und ein paar Einnahmen gibt's auch. So. Und für heute war's das dann, denke ich erstmal. Es gibt hier ein bisschen Pause für die Spieler. Ja, und dann Hoffenheim, die um uns als Trainer geworben haben. Da geht's hin. Nach Sinsheim. So. Aber Länderspiele waren, deswegen war jetzt eben so eine Pause hier. So. Aber für heute war's das dann erstmal. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und würde sagen, wir hören uns dann das nächste Mal bei Pro Evolution Soccer hier in der Bundesliga mit Werder Bremen. In dem Sinne, ich bin raus, Mädels. Bis dahin, macht's gut, auf Wiedersehen. Tschüss!